In diesem Video zeige ich dir, wie du aus so einem alten Laptop kannst so einen Klumpen Gold rausholen. Wenn du dich jetzt fragst, was zum Teufel hat denn das mit dem Thema Hauswartung zu tun? Eigentlich nichts, aber eigentlich irgendwie doch, weil wir sind tagtäglich von solchen elektrischen Geräten umgehen, je länger je mehr. Und hast du schon mal so ein Ding auseinandergenommen und geschaut, was da drin ist? Ich habe mir jetzt da mal einen richtigen Berg Elektroschrott besorgt. Ein grosses Dankeschön auch an meine Community, die immer meine Projekte unterstützen tut. Die ganze Elektrosachen auseinandernehmen ist mal eine grobe Vorsortierung, wo hat es Gold und wo nicht. Das ist meistens sehr, sehr einfach zu erkennen und das machen wir jetzt mal. Dafür brauchst du einen Schraubenzieher. Bei feinen Sachen ist auch noch ganz cool so ein Feinschraubenzieher-Set, weil sonst bringst du die Sachen unmöglich auseinander. Ich würde dir wirklich empfehlen, du Schritt für Schritt auseinanderschrauben, pass ein bisschen auf, die einzelnen Sachen sind extrem scharfkantig. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los, gehen wir auf Goldsuche. Goldpartikel sind grundsätzlich sehr, sehr häufig bei uns auf der Erde, aber nur an den wenigsten Stellen lohnt es sich wirklich, um das zu fördern. Zum Beispiel auf so Kontakt von Speicherchips oder aber auch Druckerpatronen, aber natürlich auch auf einer Kreditkarte zum Beispiel. Sehr interessante Stückchen sind zum Beispiel so CPUs, auch Grafikkarten und irgendwelche Speicherchips haben da immer so vergoldete Listen, die sehr, sehr interessant sind. Bevor du jetzt aber gerade komplett durchdrehst, das sind nur ganz, ganz feine Goldschichten, die auf diesen Kontakt drauf sind. Und man braucht schon recht viel, dass man dann wirklich so einen schönen Goldklumpen bekommt. Für uns eigentlich wirklich nur interessant an diesen Sachen sind die ganzen Platinen, wo man dann wirklich dort auch das Gold je nachdem drauf sieht. Alles andere ist eigentlich Schrott. Wenn dir das Video bis dahin gefallen hat, dann schau dir unbedingt den zweiten Teil an. Dort geht es nämlich weiter. Dort brauchen wir dann Händchen, Schutzausrüstung und die Säure hier, wo wir dann wirklich aus diesen Platinen das Gold oben runterlösen und dann im nächsten Schritt können wir dann das Ganze zusammenschmelzen, damit auch du so einen schönen Goldklumpen hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann tu doch unbedingt den Kanal abonnieren.